Leute, Christian Lindner und Porsche, name a more iconic duo. Mit 20 kaufte sich Lindner seinen ersten Porsche. Er fuhr mit einem Porsche zum Altar und kein Witz, in der Gebärdensprache wird sein Name sogar mit der Gebärde für Porsche umschrieben. Wow, was für eine Love Story. Vielleicht ist die aber ein bisschen zu heiß und droht jetzt zu einem Drama zu werden. Der aktuelle Porsche-Chef Oliver Blume soll bei einer Betriebsversammlung am 29. Juni vor Mitarbeitenden gesagt haben, dass er beim Ampel-Koalitionsvertrag quasi die Finger im Spiel hatte. Wir haben sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Da sind wir Haupttreiber gewesen, mit ganz engem Kontakt an die Koalitionsparteien. Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten. E-Fuels sind quasi künstliches Benzin und so ziemlich die letzte Hoffnung, damit Autos mit Verbrenner weiter betrieben werden können. Aber fast stündliche Updates während der Koalitionsverhandlung? Hat sich die FDP da etwa Inhalte von Porsche diktieren lassen? Das wäre heftig. Die ganze Nummer hat im Netz dann für großen Wirbel gesorgt. Bei Twitter trendeten die Hashtags Porschegate und Lindner-Rücktritt. Auch von PolitikerInnen der Linken wurde Lindners Rücktritt gefordert. Was war da los? Hat Lindner da jetzt echt einen fetten Lobbyskandal an der Backe? Ich habe für euch mit einem Krisenmanager gesprochen und der hat mir gesagt, wie brisant die Sache wirklich ist und welche Fehler die FDP gemacht hat. Ein Parteichef und ein Konzernboss im engen Austausch während der Koalitionsverhandlungen, das klingt nach einem fetten Skandal. Aber mal der Reihe nach. Am 19. Juli hat die ZDF-Sendung Die Anstalt eine Bombe platzen lassen. Porsche-Chef Oliver Blume sei laut eigenen Aussagen vom FDP-Chef Lindner stündlich im Loop gehalten worden. Und für die Behauptung habe das Team der Sendung auch Beweise. Belege, die diese Aussage verifizieren, liegen der Redaktion vor. Und dabei ging es um nichts Geringeres als die Ampel-Koalitionsverhandlungen. Ihr erinnert euch, die Parteien waren damals so stolz, dass nicht ständig News nach außen gedrungen sind. Nach Bekanntwerden der Aussage ging es hin und her. Das Team von Christian Lindner dementierte jeglichen Kontakt mit Porsche-Chef Blume. Christian Lindners Position zu E-Fuels ist seit Jahren bekannt. Entsprechend hat er sich im Juni zum von der EU geplanten Verbrenner aus geäußert und innerhalb der Bundesregierung gehandelt. Es gab zuvor keinerlei Kontakt mit Herrn Blume und auch keinerlei anderweitige Einflussnahme. Team Lindner. Allerdings, das Statement bezog sich hier, vielleicht sogar absichtlich, auf die EU-Abstimmung zum Thema Verbrenner aus. Die wird noch wichtig, aber dazu kommen wir später. Es geht hier jetzt erstmal um die Koalitionsverhandlungen. In derselben Nacht erschien dann ein brisanter Bild-Artikel. In dem wurde berichtet, dass Porsche erst das angebliche Zitat von seinem Chef Blume abgestritten hatte, dann aber die eigene Antwort mehrfach korrigierte. Am Ende sei sich der Pressesprecher doch nicht mehr so ganz sicher gewesen, ob diese Äußerung nicht doch so gefallen sein könnte. Und Bild berichtet auch davon, dass die Redaktion eine SMS von Porsche erhalten habe, die anscheinend an das Team von Christian Lindner gehen sollte. Porsche und Team Lindner sollen im Hintergrund ihre Krisenkommunikation koordiniert haben. Am nächsten Tag kam dann wieder die Reaktion der FDP. Aus keinerlei Kontakt wurde: Es gab im Oktober 2021 lediglich ein kurzes Telefonat zwischen Herrn Blume und Herrn Lindner zu Fragen der Verwendung von E-Fuels. Am Tag darauf folgte dann auch die Reaktion von Porsche, und zwar mit einer Entschuldigung. Gegenüber der Bild am Sonntag gab Oliver Blume an: Ich habe in einer internen Veranstaltung falsche Worte gewählt. Dadurch ist ein falscher Eindruck entstanden. Das tut mir leid. Eine ziemliche Salamitaktik von beiden Seiten also, bei der besonders Porsche mehrfach seine Position geändert hat. Wie es am Ende genau war, das können wir nicht sagen. Mittlerweile schweigen beide Seiten. Die ganze Nummer hat aber am Ende hohe Wellen geschlagen. Aus mehreren Gründen. Es geht dabei unter anderem um Lobbyismus. Firmen sprechen mit PolitikerInnen. Das ist tatsächlich ein ganz normaler Vorgang. Firmen haben bestimmte Interessen und Bedürfnisse und die versuchen sie in der Politik unterzubringen. Lobbyismus ist also legitim und in einer Demokratie vielleicht sogar notwendig. PolitikerInnen sollen ja möglichst viele Perspektiven kennen und verstehen, um am Ende vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Sonst kommen vielleicht Gesetze zustande, die in der Realität überhaupt nicht funktionieren oder vielleicht der Wirtschaft sogar schaden. PolitikerInnen müssen natürlich trotzdem am Ende selber abwägen, was richtig und sinnvoll ist. Und so ein Austausch hat natürlich Grenzen. Sollte es in der Tat quasi eine Standleitung zwischen dem FDP und dem Porsche-Boss gegeben haben, dann wäre so eine Grenze wohl überschritten. Auch der gemeinnützige Verein Lobby Control äußert sich dazu.
Sollte sich bestätigen, dass Porsche über Lindner einen privilegierten Draht in die Ampel-Koalitionsverhandlungen hatte, ist das ein hochproblematischer Vorgang. Tatsächlich will die Ampel Lobbyregelungen eigentlich noch verschärfen und Einflussnahme transparenter machen. So steht es im Koalitionsvertrag. Für Gesetzentwürfe der Bundesregierung und aus dem Bundestag werden wir Einflüsse Dritter im Rahmen der Vorbereitung von Gesetzesvorhaben und bei der Erstellung von Gesetzentwürfen umfassend offenlegen. Sogenannter Fußabdruck. Da geht es aber vor allem darum, sichtbar zu machen, wo externe Leute beteiligt waren. Denn dass Parteien Dritte ins Boot holen, das kommt häufig vor. Laut eines Berichts des Handelsblatts sei Ähnliches zum Beispiel auch bei den anderen Ampelparteien passiert. Mutmaßlich habe der Chef des Gewerkschaftsbundes DGB den Koalitionsvertrag vorher lesen dürfen, anscheinend wegen eines guten Drahtes zur SPD. Die Grünen hätten wiederum Umweltverbände auf dem Laufenden gehalten. Aber wo ist denn dann in der Sache mit Lindner das Problem? Natürlich gibt es da auch Grenzen. Wenn Porsche mit Lindner quasi Hand in Hand politische Ziele abstecken würde, dann wäre eine Grenze überschritten. Aber selbst wenn das nicht stimmen sollte, souverän haben sich weder Porsche noch Team Lindner verhalten. Eine gemeinsame Abstimmung in der Krisenkommunikation zwischen beiden Seiten wäre schon ziemlich fragwürdig, zumal Lindner jetzt nicht mehr nur Parteichef ist. Er ist Minister und Teil der Regierung. Aber wie krass ist die ganze Nummer jetzt für Lindner und die FDP? Ich habe mal bei jemandem nachgefragt, der beruflich solche Krisen regelt. Markus Ewald ist Experte für Krisenmanagement und er sagt: An die FDP wird nun von ihren politischen Gegnern das Etikett Porsche-Partei angeheftet. Ob verdient oder unverdient, ist dabei unerheblich, das Etikett klebt jetzt. Das kann der FDP nicht gefallen. Einen ähnlichen Ruf hat sie sich schon mal gemacht, vor über 10 Jahren. Damals wurde sie zur sogenannten Mövenpick-Partei. Von einem Besitzer der Mövenpick-Hotelkette hatte sie eine Parteispende in Millionenhöhe bekommen. Als Teil der schwarz-gelben Regierung setzte sie dann kurze Zeit später eine Mehrwertsteuersenkung auf Hotelübernachtungen durch. Das war zwar legal, hatte aber einen Ruf eingebracht, den sie bis heute nicht komplett losgeworden ist. Für viele gilt sie heute noch als Besserverdienerpartei. Ein Porsche-Etikett könnte genau das Image wieder befeuern. Markus Ewald meint aber auch, für Christian Lindner war das ziemlich unnötig. Außerdem muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er eben kein proaktives Krisenmanagement hier betrieben hat und nicht aktiv das Image und die Reputation der Partei zum Positiven prägt, sondern es zugelassen hat, dass der Partei jetzt ein Porsche-Etikett angeheftet wird. Ein gutes Krisenmanagement hätte direkt nach der Ausstrahlung der Anstalt sich überlegt, was ist unsere Strategie, was wollen wir machen und das entsprechend geplant. Man sieht, dass das ja alles sehr kurzfristig und improvisiert war. Aber wie kommt die FDP da jetzt wieder raus? Die FDP muss deswegen jetzt beweisen, dass sie eine Partei des Fortschritts tatsächlich ist, die mit Innovation nach vorne strebt und keine Partei des Rückschritts, die versucht, Besitzstände zu wahren und alte Technologien zu retten, die längst überkommen sind. Da sind wir bei einem wichtigen Knackpunkt und einem Grund, warum das Thema E-Fuels hochaktuell ist und für Porsche mega wichtig. Es geht um den Kampf um den Verbrennungsmotor. Und wenn ihr euch fragt, was sind E-Fuels eigentlich? Das sind synthetische Kraftstoffe. Die werden aus Wasser und Kohlendioxid gewonnen. Sie funktionieren so wie Benzin und Diesel, es braucht aber heftig viel Strom, um sie herzustellen. E-Fuels gelten zwar als klimaneutral, aber halt nur, wenn zu ihrer Herstellung Ökostrom benutzt wird. Besonders für viele Menschen aus dem Umweltschutz und aus der Mobilitätsforschung gelten sie als ineffizient und viel zu teuer. Aber sie könnten auch eine Option sein, um Schiffs- und Flugverkehr ansatzweise klimaneutral zu machen. Da sind zum Beispiel Batterien, anders als bei Autos, aktuell keine Lösung. Mit der momentanen Technik müssten die so groß sein, dass kaum noch Passagiere oder Ladung an Bord passen würden. Deshalb wird besonders in diesen Bereichen Hoffnung in E-Fuels gesteckt. Auch wenn sie nicht gerade energieeffizient sind und aktuell noch richtig viel Geld kosten. Momentan sind sie ungefähr 5-mal so teuer wie normaler Sprit. Trotz der hohen Kosten sind sie für einige aber auch für PKWs eine Option. Viele in der FDP haben immer wieder betont, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir haben die Technologieführerschaft auch beim Verbrennungsmotor. Erhalten wir diese und machen den Verbrennungsmotor klimaneutral.
durch synthetische Kraftstoffe, durch E-Fuels. Dafür brauchen wir eben auch die E-Fuels, meine Damen und Herren. Ganz ehrlich, so hoch wie unsere Energiepreise heute sind, lohnen sich auch E-Fuels. Und zwar in Tank und in Heizung. Für die FDP sind E-Fuels eine Option, um den Verbrennungsmotor auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht endgültig beerdigen zu müssen. Damit könnten Menschen theoretisch ihre Autos weiter nutzen, ohne sich auf Dauer ein Elektroauto zulegen zu müssen. Und stumpf gesagt, Elektroautos klingen für viele Autofans halt einfach nicht geil. Auch deshalb haben beispielsweise Unternehmen wie Porsche ein Interesse an E-Fuels. Und die haben es in den Koalitionsvertrag der Ampel geschafft. Darin steht: Gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission werden im Verkehrsbereich in Europa 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen. Entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus. Außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte setzen wir uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können. Die FDP ist nicht erst seit den Koalitionsverhandlungen eine Verfechterin von E-Fuels. Das haben Abgeordnete der Partei auch in der letzten Legislaturperiode immer wieder deutlich gemacht. Deswegen ist es auch nicht haltbar zu sagen, dass die Partei das in den Koalitionsverhandlungen von Porsche eingeflüstert bekommen hat. Das Thema ist trotzdem brisant, weil es erst vor kurzem wieder aktuell geworden ist. Es gab nämlich Krach in der Ampel. Die EU wollte das Aus für Verbrenner ab 2035 beschließen. Lange war nicht klar, wie Deutschland abstimmen würde. Die FDP wollte so nicht zustimmen, wegen der E-Fuels. Am Ende wurde ein Kompromiss draus. Die EU-Regierung haben sich darauf verständigt, dass die Kommission Ausnahmen für Fahrzeuge mit E-Fuels prüfen müsse. Quasi eine Hintertür. Kommen wir zurück zu Porsche. Warum sind E-Fuels für die Firma überhaupt so wichtig? Nur damit die Autos in Zukunft weiter so schön vroom machen können? Nee, da steckt mehr dahinter. Porsche baut in Chile zusammen mit Siemens die erste kommerzielle E-Fuels-Fabrik, die in den kommenden Jahren viele Millionen Liter synthetische Kraftstoffe produzieren soll. Außerdem hat Porsche nach eigenen Angaben 75 Millionen US-Dollar in die Entwicklung industrieller Produktionsanlagen für E-Fuels investiert. Das heißt, Porsche hat ein konkretes wirtschaftliches Interesse daran, dass E-Fuels in Zukunft alle Türen offen gehalten werden. Fazit: Gab es wirklich während der Koalitionsverhandlungen ein beinahe stündliches Update von Christian Lindner für den Porsche-Boss Oliver Blume? Das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass die Kommunikation danach maximal ungeschickt verlaufen ist. Wenn sich Team Lindner und Team Porsche wirklich abgesprochen haben, dann ist das schon ziemlich suspicious. Die ganze Nummer birgt besonders für die FDP ein Risiko. Der Ruf der Möwenpick-Partei hängt den Liberalen noch immer etwas an, auch nach vielen Jahren. Jetzt zur Porsche-Partei zu werden, das kann die FDP nicht wollen. Gleichzeitig muss man aber auch verstehen, dass es okay ist, wenn die Politik mit Interessenvertretern spricht, solange gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Einen Rücktritt von Christian Lindner zu fordern, wäre meiner Meinung nach nur nachvollziehbar, wenn ihm wirklich nachgewiesen werden kann, dass er Porsche hier eindeutig massiv bevorteilt hat. Die E-Fuels-Debatte zeigt aber, wie schnell gewisse Zusammenhänge einen shady Eindruck machen können, auch wenn sich die FDP schon seit vielen Jahren für synthetische Kraftstoffe stark macht. Für mich wirkt die Debatte um E-Fuels aber auch so ein bisschen wie eine Art Ablenkungsmanöver. Nach aktuellem Stand ist es vollkommen utopisch, dass E-Fuels für die breite Masse eine bezahlbare Alternative darstellen können, um weiter auf den Verbrenner zu setzen. Das Klientel von Porsche ist aber nicht die breite Masse, sondern eher eine gut betuchte Minderheit. Und denen auch über 2035 hinaus die Möglichkeit geben zu können, das altbewährte Porsche-Feeling zu erleben, liegt eben auch im Interesse von Porsche. Aber jetzt zu euch, was ist euer Eindruck von der ganzen Sache und wie sollten Lindner und die FDP eurer Meinung nach reagieren? In die Kommis damit. Alles andere als künstlich, sondern verdammt real, unser Abo-Button, hier klicken und immer politische Infos im Tank haben. Hier haben wir Klischees über die FDP gecheckt und hier gibt es eine Steuerung F-Reportage über illegale Autorennen.